Hi zusammen, heute gibt es Blätterteigteilchen mit Pudding auf die schnelle Art, auf die einfache Art und natürlich wie immer auf die leckere Art. Ihr findet die ganz genauen Mengenangaben wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich lege direkt los. Ich benutze heute tiefgekühlten Blätterteig. Den gibt es in der in der rechteckigen Form. Habe ich jetzt hier 10 Minuten lang auftauen lassen, damit er ein bisschen weicher wird. Und jetzt nehme ich mir mein Pizzarad und schneide das jeweils in der Hälfte einmal durch. Die Blätterteige dann auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech tun und mit Wasser bepinseln. Das machen wir deshalb, damit unser Zucker jetzt dran haften bleibt. Ich habe auch wirklich nur ein bisschen Zucker genommen, also wirklich nur so ungefähr einen halben Teelöffel pro Quadrat. Und jetzt wandern die Blätterteige in den Backofen. Ich nehme diesmal Umluft, 190 Grad. Umluft ist deshalb gut, weil Blätterteig soll ja eben so ein bisschen austrocknen und knusprig werden. Und ich sage euch dann im Anschluss, wie lange sie bei mir gebraucht haben. So, nach 12 Minuten sind sie perfekt durchgebacken und jetzt einfach stehen lassen und auskühlen lassen. Und ich kümmere mich so lange um die Füllung. Ich mache jetzt einen leckeren Vanillepudding. Da habe ich hier schon alles vorbereitet. Und zwar benötigen wir auch nur 4 Zutaten. Milch, Speisestärke, Zucker, Vanilleextrakt. Das war's. Ich verrühre jetzt auch alles im Topf, den Herd noch nicht einschalten. Erst klümpchenfrei verrühren und dann schalte ich den Herd ein und lasse das schön eindicken. Den eingedickten Vanillepudding dann kurz umfüllen, direkt an der Oberfläche abdecken und vollständig auskühlen lassen. Bei mir ist er jetzt vollständig ausgekühlt. Und das Coole ist, dass man hier auch kein Ei braucht. Also ihr habt normalerweise im Pudding Eigelb, dann wisst ihr nicht, was ihr mit dem Eiweiß machen sollt. Das fällt hier komplett weg. Ich gebe das jetzt hier in meine Maschine. Das geht auch mit dem Schneebesen, da müsst ihr nur richtig Kraft anwenden. Und in der Maschine braucht das jetzt nur so eine halbe Minute, dass ich das einmal fluffig schlage. Und dann fülle ich das um in meinen Spritzbeutel. Ich habe jetzt übrigens eine Fülltülle vorne dran. Ich finde das immer am einfachsten, weil das hat die feine Spitze. Ihr müsst dann quasi nur durch die Blätterteigteilchen stechen und dann den Pudding einfüllen. Und das macht auch richtig Spaß. Also das ist mein persönlicher Lieblingspart. So, als nächstes werden wir Zartbitterkuvertüre temperieren. Ihr könntet auch, wenn ihr kein Zartbitter-Fan seid, könnt ihr auch Vollmilch nehmen, ist auch gar kein Thema. Ich habe jetzt hier einen Topf mit heißem Wasser einmal aufkochen lassen, dann abgeschaltet, habe ich jetzt hier vorliegen und oben drüber eine feuerfeste Schüssel. Bitte nehmt eine feuerfeste Schüssel. Damals, als ich noch unerfahren war, habe ich mal eine Schüssel drüber gegeben, die nicht feuerfest war und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Auf jeden Fall werde ich jetzt 2/3 der Kuvertüre hier drin schmelzen über dem Wasserbad und nehme es dann runter und gebe 1/3 mit dazu. Also ihr splittet quasi die Gesamtmenge einmal auf, damit ihr später keinen Grauschleier habt.
Also bei der Deko könnt ihr frei entscheiden. Ich habe mich da gerade mit der weißen Schokolade noch so ein bisschen ausprobiert. Ansonsten könnt ihr das auch klassisch lassen. Ihr könntet es auch mit Puderzucker bestäuben, aber ich finde, dass die Schokolade das Ganze nochmal richtig abrundet. Und wir zwei, wir gönnen uns das jetzt, ne? Kaffee dazu, schön auf dem Balkon sitzen und dann einfach nur gönnen. Darf ich heute was sagen? Klar. Heute siehst du besonders hübsch aus. Nein. Doch. Nein. Doch, ehrlich. Ehrlich? Nicht rot werden, komm auch weiter. Okay, also ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Rezept, bei meinem nächsten Vlog oder bei der zweiten Folge Kikis Kitchen Hacks. Die kommt nämlich bald. Oder bei einem XXL-Video. Oder bei einem XXL-Video mal wieder. Also bis dann, tschüss.